Der Zylinder ist die wichtigste Form auf der Töpferscheibe. Wer einen guten Zylinder drehen kann, kann fast alles. Und in diesem Video zeige ich euch, wie es geht. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit dem Töpfern angefangen habe, war der erste Zug meist der schwierigste, bis ich verstanden habe, dass ich ihn mir vorbereiten kann. Dazu stütze ich meinen rechten Arm wie beim Zentrieren in die Hüfte, lege meinen Daumen über den Handrücken und wische den Ton von innen in meine Hand. Das schaut dann so aus. Anfänglich haben viele das Problem, dass sie es nicht schaffen, den Ton im unteren Bereich dünn auszuarbeiten. Um das zu schaffen, ist es wichtig, den Ton einmal unten so richtig zusammenzuzwicken und dann kurz zu warten, dass er sich sammelt. Erst wenn ich merke, dass sich eine ordentliche Rille gebildet hat, fange ich an zu ziehen. Beim Ziehen machen wir eigentlich nichts anderes, wie mikroskopisch kleine Tonteilchen aufeinander zu stapeln. Stellt euch vor, diese Schamottteilchen sind Ton. Durch die Stellung meiner Finger schlichte ich beim Ziehen diese Teilchen aufeinander, so wie diese Schamottteilchen. Da wir aber einen drehenden Zylinder ziehen, müssen wir uns genug Zeit lassen, um rundherum alle Teilchen zu erwischen. Beim Drehen ist Stabilität das Allerwichtigste. Aus diesem Grund ziehen wir nicht mit den Fingerspitzen der ausgestreckten Finger. Ihr habt so keine Stabilität. Nutzt die verbleibenden Finger, um eure Zugfinger zu stützen. Oder ihr verwendet den Knöchelzug. Auch eure Haltung ist wichtig. Widersteht der Versuchung, auf eure Finger zu schauen und zieht die Schultern nicht bis zu den Ohren. Achtet auch darauf, dass ein Arm immer gut am Körper anliegt. Je größer dein Zylinder wird, desto mehr Gefühl brauchst du. Erzeugst du zu viel Reibung, wird sich der Zylinder im unteren Bereich verdrehen. Achte darauf, dass du in der unteren Hälfte nicht zu schnell zu dünn wirst. Beim Drehen ist Stabilität das Wichtigste. Aber wenn ihr die Tipps befolgt, bin ich mir sicher, dass ihr schnell Erfolg haben werdet. Versprochen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal, da kommen noch viel mehr nützliche Tipps. Und falls ihr noch Fragen habt, wie immer, einfach einen Kommentar hinterlassen, wir kümmern uns dann drum. Bis bald!